Hallo, Freunde der Sonne. Hallo alle zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Glas. Ja, wie ihr schon erraten habt, soll es heute um das Thema Sonnenschutz gehen, beziehungsweise um Sonnenschutzverglasung. Vielleicht eine Sache vorab. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund von der Nutzung von Sonnenenergie. Da gibt es ja heute vielfältige Möglichkeiten über Photovoltaik oder auch Solarthermieanwendungen. Es gibt aber auch Bereiche, wo die Sonnenenergie schädlich sein kann, nämlich wenn durch eine Verglasung zu viel Sonnenenergie durchgeht und sich dadurch die Räume zu stark aufheizen und man dann große Klimaanlagen braucht, um diese Energie wieder rauszubekommen. Und so etwas kann man viel cleverer lösen, indem man von vornherein dafür sorgt, dass in solche Gebäude gar nicht so viel Sonnenenergie reinkommt. Und das geht mit Sonnenschutzverglasung. Das sind speziell beschichtete Gläser, die das sichtbare Licht zu großen Teilen durchlassen. Also man hat ein Fenster und will trotzdem ja noch durchgucken können. Aber andere Teile, die wir mit dem Auge nicht sehen können, also insbesondere die nahe Infrarotstrahlung, außen vor gelassen wird. Und das führt dazu, dass man durch so ein Glas durchgucken kann, aber sich die Räume nicht allzu stark aufheizen. Und von diesen Sonnenschutzverglasungen gibt es eine ganze Palette, je nachdem, wie stark der Sonnenschutz sein soll. Ja, für die Technikaffinen unter euch kann man so etwas auch in Zahlen ausdrücken. Da gibt es speziell definierte Werte. Es gibt zum Beispiel in der Glasbranche den berühmten G-Wert. Das ist eine Zahl zwischen 0 und 100% und die gibt an, wie viel Sonnenenergie insgesamt durch eine Verglasung durchgeht. Ja, des Weiteren gibt es auch noch in Prozentwerten die sogenannte Lichtdurchlässigkeit. Ihr könnt schon raten, was das ist. Die gibt an, wie viel Licht durch so eine Verglasung durchkommt. Mal als Beispiel, wenn eine Verglasung 50% Lichtdurchlässigkeit hat, wäre die Lichtdurchlässigkeit 50% und wenn der G-Wert 25% beträgt, dann kommt nur ein Viertel der gesamten Sonnenenergie durch die Verglasung durch. Diese beiden Werte, Lichtdurchlässigkeit und G-Wert, kann man noch durcheinander dividieren bzw. ins Verhältnis setzen und das ergibt die sogenannte Selektivität. Bei modernen Sonnenschutzverglasungen beträgt die Selektivität heutzutage 2 oder sogar größer als 2. Physikalisch ist übrigens nahezu gar nicht mehr möglich. Das heißt, dass man versucht, bei einem gegebenen G-Wert möglichst viel Lichtdurchlässigkeit durch das Glas durchzubekommen. Darüber hinaus ist es vor allem für Architekten sehr wichtig, weil solche Sonnenschutzverglasungen in großen Fassaden vorkommen, wichtig, dass solche Gläser schön aussehen und typischerweise gerade in unseren Breitengraden sehr neutral aussehen sollen, egal unter welchem Winkel man sich die Gläser anguckt. Und da gibt es zum Beispiel auch von uns eine sogenannte Suncool Q-Reihe, die diese Selektivität auf ein Maximum ausgereizt hat und auf der anderen Seite durch eine extrem gute Farbneutralität beschicht. Apropos Farbneutralität, vielleicht nochmal zur Klarstellung, damit ist gemeint, dass wenn man an der Fassade entlang geht, dass die Fassade sehr schön farbneutral und auch niedrig spiegelnd ist und nicht auf einmal in allen möglichen Farben schillert, bronzemäßig, bläulich, rötlich, wie auch immer, sondern schön homogen. Alles klar? Wenn nicht, wie immer, schreibt es in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf.